Bevor das eigentliche Video startet, bringe ich euch kurz ins Bilde. In der letzten Etappe bin ich vom Titicacasee aus nach Cusco gefahren, die Hauptstadt des Inka-Reiches. Dort habe ich 3 Wochen verbracht, Inka-Ruinen angeguckt, Meerschweinchen gegessen und dann bin ich durch das heilige Tal nach Machu Picchu gefahren. Eine 30 Kilometer Wanderung und einen Unfall mit einem LKW später befand ich mich in Ollantaytambo, einer kleinen Inka-Stadt, wo ich ein paar Tage Pause eingelegt habe. Und dort startet das heutige Video. Raus geht's aus Ollantaytambo. Schönes Städtchen. Vielleicht ein bisschen zu sehr Durchgangstouristenstadt, weil eigentlich ist es super geil als eigene Attraktion. Aber es ist wirklich so, ich glaube, so lange wie ich war da keiner da. Und ich war gerade mal 4 Tage oder 5 Tage da. Ja, die meisten Leute entweder nur mal kurz Mittagessen, einmal durchlaufen, einmal die Attraktion hier angucken, die Ruinen und dann weiter. Ist eigentlich schade, weil die Innenstadt ist als bisher, ich habe ja noch nicht so viele gesehen, schönste Örtchen hier. Oh, was ist hier? Ein Flohmarkt. Das Einzige ist, diese Inka-Straßen sind ein bisschen zu huckelig. Aber ich will mich nicht beschweren. Jetzt fahre ich auf diesem Inka-Pfad quasi weiter. Da kommt dann Urubamba. Ich glaube, das ist nur eine halbe Stunde von hier. Dann irgendwie in 1,5 Stunden Pisac. Mal sehen, was das Wetter ist. Es ist bedeckt. Ja, es ist eben so, eigentlich ist die Regenzeit irgendwie, oder sollte sie jetzt zum Ende kommen oder zu Ende sein. Aber ihr wisst ja, Klimawandel, es hat alles, verschiebt sich alles, macht das wildes Wetter. Ja, hier sind halt überall Inka-Terrassen. Jetzt kann man es gerade nicht sehen, was dahinter ist. Nicht jetzt. Da sieht man so ein bisschen Terrassen und Ruinen. Ja, man nennt es hier auch das heilige Tal. Und Pisac, dieser Ort, ist so im Zentrum des heiligen Tals. Pisac. So, und jetzt von Pisac aus geht's Richtung Süden. Ich glaube, das ist der Urubamba River.
Espinar. Hier werde ich übernachten, mir ist kalt. Ist auch 5:30, wird langsam dunkel. Strahlender Sonnenschein, man wird es nicht glauben. Aber es war dann schon auch kalt wieder hier, denn ich hätte es nicht gedacht, aber Espinar, wo ich übernachtet habe, 4000 Meter. Ja, aber so körperlich habe ich irgendwie gar keine Probleme mehr. Außer, dass es halt super anstrengend ist, hier rumzulaufen. Aber gut schlafen und so ist okay. Aber jetzt frühstücke ich noch ein bisschen. Und dann Arequipa. Vielleicht so 5 Stunden. Und Arequipa sollte deutlich niedriger liegen. Also irgendwie unter 3000. Yes. Yes. 55 es posible, ¿no? Ah, 53. Okay. Ah. Mein Ständer ist so abgenudelt, dass die immer so schräg steht, dass ich sie kaum noch hochbekomme. Ich muss da irgendwann was machen. Ich jetzt hier nochmal den Verbrauch. 3,5. Sieht man auch wieder die Höhe. Verbrauchst du nix. Daran hätte ich es eigentlich schon merken können, dass es brutal hoch ist. Das ist so witzig, man merkt es gerade, ja, man merkt es dann gar nicht so, wie hoch das schon ist, dass man immer so ansteigt. Ich weiß nicht, in den Alpen oder in den Pyrenäen, da merkst du halt, dass du kletterst, da wird halt kurz geklettert und dann bist du in diesem Hochgebirge, dann merkst du das, aber hier ist alles hoch. Irgendwie 3000 Meter ist hier, ah ja, dann bin ich im Flachland. Und 4000 Meter hätte ich jetzt auch nicht, ich war überrascht gestern, als ich es dann gesehen habe. Ja. Aber jetzt geht's down, down, baby. Und hier war es jetzt so extrem billig, weil ich ja nur in diesem Touri-Gegend war. Ich habe gestern so ein Fried Rice gegessen. Dazu komme ich noch mal extra, weil hier ist chinesisches Essen ein Ding. Aber warum, das erzähle ich dann noch mal ein andermal. Deswegen gibt es ja in jeder Ecke China so, wie sagt man, Fusionsküche, peruanisch-chinesisch. Und das ist ziemlich geil. Und es war also, ich habe in Cusco auch da in so einem Arbeiterviertel quasi gegessen. Da habe ich dann, glaube ich, 20 oder so bezahlt. Und hier gestern habe ich für einen halben Liter Cola, und ihr wisst ja, Cola ist ja immer teurer, und noch so ein Mahl, habe ich, glaube ich, 12 insgesamt bezahlt. Das ist halt, das kostet halt einfach nichts. Arequipa waren jetzt die Hotels schon wieder teurer. Ich habe jetzt ein Airbnb gebucht, ein Zimmer, wo man irgendwie aber Küche und Terrasse hat und sowas, das alles mit benutzen kann. Da bin ich sehr gespannt. Und die haben natürlich keine Garage, aber ich mache das dann immer so, weil ein Motorrad ist ja immer anders. Meistens, also oft können sie dann ein Motorrad irgendwo unterstellen. Und so war es auch diesmal. Ich schreibe die dann immer an, bevor ich buche. Und dann... Und jetzt weiß ich gar nicht, wo lang. Bevor ich buche, ob die nicht einen Platz für ein Motorrad haben. Und so war es gestern. Die haben dann gesagt, ja, du kannst es zwischen Zaun und Garage da hinstellen. Es geht mir ja nur darum, dass es abgeschlossen ist. Gerade Arequipa hat man mir schon gesagt, es ist nicht so friedlich wie Cusco. Was heißt nicht so friedlich? Da gibt es eben Gegenden, wo man nachts als Gringo nicht rumlaufen kann und so. Tagsüber weiß ich nicht, aber ich wurde eben gewarnt. Und Arequipa ist auch, glaube ich, 3-mal so groß wie... Kann ich die Polizei jetzt einfach überholen? Mache ich jetzt einfach mal. Cusco. Arequipa ist 3-mal so groß wie Cusco, das wollte ich sagen. Und es ist ein Gottwetter heute. Meine Güte. Frisch ist es trotzdem. Mal sehen, was es hier anzeigt. 13 Grad. Ja, ist okay. In der Sonne fühlt sich alles immer toller an. Ich habe so ein Halsbuff-Ding an, kann man sehen hier. Und sonst aber kein Kaschmir-Pullover, keine lange Unterhose, nur die
Jeans. Ja, hatte ich gestern auch schon an. Gestern war es aber ein bisschen frisch, jetzt geht's gerade. Und da es jetzt runter geht, wird es tendenziell wärmer. Ich weiß halt nicht, wann es runter geht, weil da hinten sind noch fette Berge und so. Ich habe das Gefühl, meine Knie sind ein bisschen besser heute. Jetzt waren es auch echt noch Nachwirkungen von diesen 30 Kilometer Laufen. Aber ich hatte eigentlich gar nicht so Schmerzen, also Muskelkater oder so, gar nichts. Aber beim Treppensteigen solche Schmerzen. Also in den Knien, nicht in den Muskeln. Naja. Der Altmann. Man merkt, wenn man älter wird, wenn man sich mehr beklagt über körperliche Defizite. Jetzt ist hier irgendeine Kontrolle oder ich glaube es ist eine Mautstelle. Das Ding war, es gab vorher schon Mautstellen, aber die waren immer abgebrannt. Also da saß niemand drin. Ich weiß jetzt hier nicht, in Bolivien haben Motorräder nichts bezahlen müssen. Mal schauen, wie es jetzt hier ist. Genauso wie in Bolivien. Motorräder nicht. Hätte ich auch einfach vorbeiballern können. Naja. Aber jetzt weiß ich, es gibt auch noch Mautstellen, die nicht abgebrannt sind. Bei diesen Protesten haben sie die immer abgefackelt. Aber es ist hier jetzt auf jeden Fall schon Kakteen, Blumen, sehr hübsch. Ihr seht die Aussicht, brutal. Da sieht man schon, dass das eine riesige Stadt ist. Ja, es sind jetzt hier noch 20 Kilometer bis zur Innenstadt, aber es fängt hier schon alles an. Ich denke immer, umso ärmer das Land ist, umso mehr Chaos und so. Aber Peru ist deutlich wohlhabender als Bolivien, aber verkehrsmäßig ist es ein absolutes Chaos in den Städten. Schlimmer als Bolivien. Und auch vom Müll, finde ich, ist es schlimmer. Also diese super Berge und so, da habe ich in Bolivien, ist zwar auch Müll, aber nicht so viel wie hier. Und mir ist es jetzt doch, das ist mir in Bolivien nie aufgefallen,
Also habe ich nie gesehen, aber das habe ich jetzt hier schon 3-4 Mal gesehen, dass die Leute auf der Landstraße einfach ihre Plastikflaschen aus dem Fenster werfen. Das haben die in Bolivien nicht gemacht, oder habe ich zumindest nicht gesehen. Und ja, mir kommt es auch vor, als wäre hier mehr Müll. So, hier ist irgendwie so ein Stadion und da hat die gesagt, da ist ein Löwe. Und da oben, ich kann auch die Terrasse erkennen, da gibt es eine coole Terrasse mit Hängematten und sowas. Also das müsste das Haus sein. Und ich kann wohl wahrscheinlich einfach hier zwischen dem Zaun und dem Ding parken. Dann mache ich dann die Haube drüber und dann passt es. Jetzt mal die Klingel suchen und einchecken. So, ich habe eingecheckt. Super schön, eine nette Gastgeberin. Und jetzt bin ich rausgelaufen. Es ist 10-15 Minuten von dem Plaza de Armas, also vom Hauptplatz entfernt zu laufen. Und man kann hier wohl rumlaufen, sicher. Wie gesagt, bis 8 Uhr abends ist es auf jeden Fall sicher. Was immer das heißt. Also nach 8 Uhr vielleicht ein Taxi nehmen, mal gucken. Die weiße Stadt des ewigen Frühlings. Spektakulärer Name. Warum weiße Stadt? Man sieht vielleicht schon ein bisschen, das hier ist die Kathedrale auf dem Plaza de Armas, der Hauptplatz in Arequipa. Und auch rundherum, wie man vielleicht im Hintergrund sieht, die Arkaden, alles aus weißem Stein. Und zwar Vulkanstein, denn Arequipa ist umgeben von Vulkanen. Einer ist erloschen, einer schläft und der andere ist aktiv. Und die Höhe, wir sind hier deutlich niedriger als in Cusco, nur noch auf 2000 Metern, was sehr angenehm ist. Und als die Spanier hierher kamen, haben sie die Stadt quasi aus dem Boden gestampft. Es gab keine Stadt hier vorher. Es war nicht wie in Cusco, dass die Inkas hier eine Stadt hatten. Es gab hier keine Stadt vorher. Der zweite Grund, warum es die Weiße Stadt genannt werden könnte, ist eben, dass es keine Indios hier gab, sondern nur die Spanier und deswegen das Weiß die Hautfarbe der Leute widerspiegeln soll. Die andere Geschichte ist natürlich beliebter mit dem weißen Stein, aber es ist eben so auch, dass es hier sehr, sehr spanisch zuging, im Gegensatz zu Cusco zum Beispiel. Und der ewige Frühling, der zweite Teil des Namens, ist, dass es hier irgendwie 9 Monate im Jahr 20 Grad hat und blauer Himmel ist. Das Wetter ändert sich nicht, hier ist halt immer Frühling, also zumindest 9 Monate im Jahr. Abends wird es aber trotzdem immer so 12 Grad und zwar eben ewiger Frühling das ganze Jahr. Eine Anekdote noch aus Corona-Zeiten. Ihr seht diese Steinblocks da. Hier war es so, dass eben die Geschäfte, das kennt ihr ja auch vielleicht von Deutschland, nur bestimmte Anzahl von Leuten rein durften in die Geschäfte. Und wenn die das nicht eingehalten haben, die Geschäfte, dann wurde erst eine Verbannung ausgesprochen, dann nochmal irgendwas. Und beim 3. Mal haben sie einfach diese Tür verrammelt mit diesen massiven Steindingern. Ja.
Ja, dann sieht man mal, wie das hier gehandhabt wurde. So, das hier ist Mercado San Camilo. Habe ich empfohlen bekommen. Vor allem aus einem Grund, denn es gibt ja eine Spezialität, speziell aus Arequipa, Queso Helado, also Eiskäse. Ist aber nicht wirklich Käse, sondern irgendwas mit Milch und keine Ahnung, eine Nachspeise. Und hier soll es eine der besten Shops dafür überhaupt geben. Und da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Ansonsten ist es ein ganz normaler, riesiger Markt, wie man ihn vielleicht schon aus einigen meiner Videos kennt. So, ich habe es gefunden. Das hier ist es. Queso Helado Doña Rosa. 2 Leute unabhängig voneinander haben mir hier gesagt, das ist der Laden. Sí, exacto, quiero. Genau. Okay. Ja, ich werde hier jetzt gerade abgelenkt. Jetzt muss ich mal schauen gehen. Queso Helado, schauen wir mal rein. Buenas tardes. Aha, ist irgendwie. Ist Leche con. Aha, mit Vanille und irgendwas anderem noch. Okay, und dann kommt noch hier Zimt oder so drauf. So eine Art Grießbrei vielleicht? Ich werde es gleich berichten. Vielleicht eben noch nicht so gesehen, gracias. Es wird hier so im Eisbad gemacht. Und dann ja, irgendwie die Milch gefroren mit Vanille. Ja, und da sind auch Zeitungsartikel und so. Es scheint eine Institution zu sein. Hier. Gracias, Señor. So sieht's aus. Und man sieht, es ist auch hier so wie gefroren. Mal gut. Wie soll ich sagen? Vanillemilch mit Zimt. Man, ja, lecker. Eine kleine Werbeunterbrechung, und zwar gehört es mittlerweile zum Standardrepertoire eines Motorradreisenden, eine Actionkamera am Helm zu haben und eine 360-Grad-Kamera am Motorrad zu haben. Ich habe die X3 von Insta360 und Insta360 hat einen Sale vom 21. August bis 11. September. Es gibt Rabatte bis zu 190 € auf die X3, auf diese Kamera gibt es zum Beispiel einen Rabatt von 140 €. Die Actionkamera von Insta360, die Ace Pro, da gibt es 110 € Rabatt. Und es gibt noch diese ganz kleine Go 3 Kamera. Und da gibt es 50 € Rabatt. Die ist vielleicht auch ganz cool, weil die eben so ganz klein ist. Dazu der Hinweis: In der Videobeschreibung ist der Link, da könnt ihr klicken und für euch springen Rabatte raus. Und über meine Links gibt es oft noch ein extra Zubehör gratis dazu. Und ich habe natürlich auch was davon, wenn ihr über meine Links einkauft. Okay, das war's schon und weiter geht's mit dem Video. Und eine weitere typische Sache aus Arequipa sind Picanteria. Da oben steht's, Picanteria. Und das hier ist eine der berühmtesten Picanteria-Restaurants. Also es sind Restaurants, wo es irgendwie so scharfes Zeug gibt. Und das sind 2 verschiedene Orte mittlerweile, weil es so gut läuft, nehme ich an. Und natürlich muss ich das hier mal jetzt probieren. So, können wir mal schauen.
Und hier ist auch so ein Laden dabei, da steht Picanteria Arequipeña. Ja, erst schauen wir mal. Buenas tardes. Sí. ¿Cuál es su nombre? Patrick? Pat. 15 minutos de espera. 15 Minuten, okay. Ja. Tome asiento. Hier, Sie. Also 15 Minuten muss man warten, so begehrt ist es. Nach 15 Minuten warten habe ich einen ganz tollen Platz bekommen, ganz alleine, so im Gebüsch. Und hier unten kann man mal reingucken, da sitzen die Leute, essen. Und ja, es ist alles so ziemlich verwinkelt, ziemlich cool. Und tada, das sind Picanteria Americanos. Habe ich natürlich nachgeschlagen. Es gab nur Gerichte, die ich nicht gekannt habe. Und das ist eben so ein traditionelles Ding. Es macht auch am Nachmittag zu, ist immer nur Mittagessen. Und das hier ist wie so ein Mix. Und das hier, das Getränk gibt es dazu. Es gibt wohl nur das Getränk. Weiß ich nicht genau, ob es noch was anderes gibt. Aber das ist so eine Art Saft mit gegärter Saft. Es schmeckt wie ein bisschen wie Bier mit Beeren. Uchicha oder so. Und ja, das sieht doch zumindest sattmachend aus. Und es ist natürlich only in Arequipa. So, voll gefressen komme ich raus aus der Picanteria. Übrigens, die rote Fahne, sieht man auch da vorne, ist das Zeichen der Picanteria. Also früher war das auf dem Land, ganz typisch. Da wo die rote Fahne wurde rausgehängt, das heißt, hier gibt es was zu essen. Ja. Und jetzt sind es nur noch ein paar Meter bis zum Viewpoint. Der eine oder andere mag jetzt sagen, so weiß sieht es gar nicht aus. Ja, das stimmt. Es gab wohl mal eine Zeit, da war das noch kein Gesetz, dass alle Häuser aus diesem weißen Vulkanstein sein müssen. Mittlerweile ist es aber schon. Deswegen gibt es hier manche Häuser, die da hinten dieses hässliche Gebäude anders aussehen. Aber ansonsten ist alles aus hier weißen Vulkanstein. Und da ist einer der Vulkane. Ich weiß nicht, ob das Misti ist. Es gibt noch Pichu Picchu. Kann sein, dass es dahinter ist. Das hatte ich, glaube ich, beim Machu Picchu noch nicht gesagt. Pichu Picchu heißt, also Pichu heißt Berg. Pichu Picchu, so wird eben der Plural gebildet im Quechua, also die Sprache hier. Also wenn man es zweimal sagt, dann ist es Plural. Deswegen, weil es mehrere sind, hier sieht man es, sind es dann mehrere Berge. So, das war's aus Arequipa. Ich bin hier noch einmal zeigen die wunderbare Dachterrasse, die es hier gibt. Das ist hier die Gastgeberin Annabelle. Ja, mega schön. Aber wie ihr wisst, irgendwann muss man weiter. Und das ist jetzt der Fall. Ich bin schon beim Aufladen, aber wohin, wie, was, alles im nächsten Video. Ich möchte mich bedanken für die Unterstützung bei Frank, Harald, Oliver, Martin und Bernd. Vielen, vielen Dank. Ihr helft mir sehr und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Was ich verraten kann, es wird viel wärmer. Bis dahin. Tschüss.